Hallo und herzlich willkommen auf Enforce-Tech TV 2025, das digitale Format der Enforce-Tech. Wir sind bei Gore-Tex, ich bin hier mit dem Rainer. Rainer, grüße dich. Morgen, servus. Rainer, erstmal die wichtigste Frage vorab, wie ist die Messe bisher für euch? Bis jetzt super angelaufen. Was schön ist für uns als Aussteller auch natürlich, dass die Messe deutlich gewachsen ist. Ja. Von der Ausstellung und von Besuchern auch. Also es wird einfach attraktiv auf die Messe zu gehen. Man merkt deutlich mehr Andrang in diesem Jahr. Ne? Definitiv. Ja. Was ist deine Aufgabe bei Gore-Tex? Ich bin bei Gore zuständig für den Bereich Polizei, öffentliche Sicherheit und technische Hilfeleistung. Betreue auch verschiedene Großkunden bei uns. Gore-Tex ist ja in aller Munde und natürlich auch in aller Bekleidung. Das Thema Schutz, gerade der Wetterschutz, ist schon immer euer Fokus gewesen, kann man so sagen. Ja. Es kommen aber neue Felder hinzu, die auch Schutz bedürfen. Ne? Stichwort Polizei, Schutz der Menschen. Und da habt ihr Technologien entwickelt und die mit eurer Wetterschutztechnologie verbunden. Magst du vielleicht dazu kurz was erzählen? Basierend auf dem Einsatzszenarien, wie sich die Polizei mittlerweile gegenüber sieht, haben wir natürlich unseren Einsatzbereich für unsere Bekleidung deutlich erweitert. Also wir haben schon seit vielen Jahren auch flammhemmende Laminate für den Wetterschutz im Einsatz. Wenn man sich das Einsatzgeschehen der letzten Jahre ansieht, dann muss man einfach feststellen, leider deutlich höhere Gewaltbereitschaft bei Demonstrationen. Die Einsatzzeiten werden zum Teil deutlich länger. Auch die psychische und physische Belastung wird dadurch höher für die Polizistinnen und Polizisten. Und auch die Gefährdung durch zusätzliche Substanzen, letztendlich Fäkalien zum Beispiel, wie man sieht am Hambacher Forst, nimmt einfach zu, unangenehme Sache. Da bietet natürlich membranbasierte Bekleidung einen tollen Schutz und wir gehen hier noch einen Schritt weiter. Also wir haben uns das ganze Einsatzszenario angesehen und darauf basierend ein komplett neues Produktportfolio entwickelt und auch erweitert. Also wir haben nach wie vor klassische aramidbasierte Laminate im Einsatz und aber jetzt hier ein deutlich größeres Produktportfolio im Bereich der Pirate-Technologie. Pirate ist eine Technologie, die es eigentlich seit 2012 schon gibt, beginnend im Arbeitsschutz für Industriearbeiter. Und das haben wir jetzt ausgeweitet auf Militär und Polizei. Ich kann das mal demonstrieren. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, was Pirate ausmacht. Einmal kurz das und dann einmal das, dann ziehe ich den Handschuh an. Sicherheit geht immer vor. Das ist richtig, dafür stehen wir. So. Ich habe jetzt extra leuchtgelbes Laminat mitgebracht, damit man es hier recht gut demonstrieren kann. Die Pirate als Technologie sind diese schwarzen Punkte, die laminieren wir ein zwischen Membrane und Oberware. Das hat den Vorteil, wir können mit Oberwaren verschiedene Oberwaren verwenden. In der Regel nehmen wir Polyester oder Polyamid. Das gibt uns eben hohe mechanische Beständigkeiten, zum Beispiel gegen Abrasion und hohe Festigkeiten. Und diese schwarzen Punkte, die bringen dann die Flammhemmung mit. Kann man sich vorstellen wie Popcorn, wenn hier Flamme oder Hitze auftrifft, dann expandiert dieses Graphit, bildet eine stabile Verkohlungsschicht und dieser Expansionsprozess schluckt enorm viel Hitze. Gleichzeitig wird auch das Volumen größer, das heißt, wir haben noch mit zusätzlichen Luftspalten, die den Körper oder die Haut isolieren gegen Hitze und Flamme. Das Ganze bleibt auch stabil bestehen und bricht danach nicht auf. Aber wie gesagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich hoffe, dass mein Creme Brûlée Brenner funktioniert, jawohl. Der übliche Test in der Norm sind 10 Sekunden drauf brennen. Ich mache jetzt hier gleich mal ein bisschen länger. Man sieht, es karbonisiert, das ist der Pirate-Effekt, aber es passiert nichts weiter. Nach dem Abkühlen bleibt das Ganze bestehen. Man kann jetzt auch hier drauf rumklopfen, jetzt bricht es ein bisschen ab, aber die Membran von hinten her bleibt bestehen. Wir haben jetzt durchs Draufleuchten eine kleine Lochbildung. Ja, okay. Das ist Basis der Pirate-Technologie als solche und die verwenden wir jetzt für verschiedene Produkte. Klassischerweise kommen wir aus dem Bereich Wetterschutz, also immer Membrane, aber da natürlich auch zum Beispiel bei der Polizei täglich der Wetterschutz nur getragen wird, wenn es regnet oder die Einsatzlagen entsprechend sind, ist die gängigere Bekleidung eigentlich die Bekleidung ohne Membran. Und da haben wir basierend auf Pirate-Technologie jetzt einen sogenannten BDU entwickelt oder auf gut bayerisch DDU, Daily Duty Uniform. Das ist die Bekleidung, die tagtäglich getragen wird als Einsatzbekleidung. Ist ohne Membran, aber mit Pirate-Technologie innen drin. Also die Hose ist jetzt einfach, trägt sich wie eine normale Hose genauso komfortabel. Im Lagensystem aufgebaut als Unterhemd. Auch hier eine Kombination wie ein BDU-Shirt. Hier flammhemmendes Nicht-Gore-Material. Im Bereich, wo es exponiert ist, haben wir wieder Pirate integriert. Und als zusätzliche Isolationslage oben drüber haben wir jetzt hier in 2 Lagen Pirate Laminat, leicht abgefüttert am Rumpf, dort wo der Schutz getragen wird.
und ein bisschen stärker isoliert an den Armen. Ich muss ja sagen, es ist ja nicht immer die Situation bei der Polizei, dass die nur im Laufschritt unterwegs sind, sondern vor allem bei den oftmals Einsatzkräften. Auch viel statisch verweilen. Genau, Ne? also lange Stehzeiten, lange Wartezeiten, wo es teilweise einfach sehr kalt wird. Da ist eine Isolationsbekleidung gefragt. Wer uns drauf gebracht hat, ein Stück weit, waren die Polizei Niederlande und Polizei in der Schweiz. Die Schweiz hat zum Beispiel komplett umgerüstet für den sogenannten nicht unfriedlichen Ordnungsdienst. Ja. Die haben komplett von Nichtflammen auf flammhemmend umgerüstet, weil sie zunehmend auch mehr gefährliche Tätigkeiten übernehmen müssen, zum Beispiel bei Fußballspielen, Bengalos und Feuerwerk ist dort immer ein Thema. Klar. Und die haben, weil sie eben sehr viele statische Tätigkeiten auch haben, eine Gore-Tex 3-Lagenjacke als reinen Wetterschutz und eine 2-Lagenjacke, die stärker isoliert ist für Tätigkeiten, wo sie lange stehen. Genau, die machen dann auch die Zwiebel, je nachdem, was Bedarf ist, oben drüber packen. Das ist ein flexibles Lagensystem, wo man je nach Einsatzlage und Temperatur Erwartungen sich schnell umziehen kann, ohne dass man alles raus und runterziehen muss. Das ist, was ich gerade angesprochen habe, mit dem 3-Lagen haben wir hier auch noch als Da gehen wir gleich mal hin. Genau. Hier haben wir jetzt eine Uniform, würde ich jetzt mal sagen, wo ich es total spannend finde, dass der Reißverschluss nicht mittig gesetzt ist. Was hat das für einen Grund? Der Grund ist hauptsächlich ein Eyecatcher hier auf der Messe, um ehrlich zu sein. Es ist eine Designarbeit von einer Studentin als Abschlussarbeit, die sich einfach mal ein reduziertes Design überlegt hat, um Komfort zu erhöhen. Gearbeitet ist hier mit Gore-Tex Pirate 3-Lagen, also ein klassischer Wetterschutz, der drüber gezogen wird. Eine sehr, sehr dünne Lage, leicht hochatmungsaktiv. Und der besondere Clou daran ist, wir haben hier eingearbeitet ein flammhemmendes Stretch-Laminat. Also die Beweglichkeit. Also Stretch-Gore haben Gore-Tex, das ist schon spannend. Flame Retardant Stretch. Ja. Das ist weltweit zweite Laminat in der Kombination Flammhemm und Stretch. Das erste kommt. Also Surprise, mehr Surprise, Schutz auch von und mehr Gore. Komfort. Mehr Schutz und mehr Komfort, genau. Einfach, dass man über verschiedene Lagen sich anpassen kann. Entweder weil man es drunter trägt oder was drüber trägt, dass die Bewegungsfähigkeit nicht so eingeschränkt wird. Und das ist einfach ein sofortiger Aha-Effekt, wenn Sie da einmal reinschlüpfen, zumachen und man merkt sofort, oh, es ist anders. Vor allem auch bei der Hose, weil man sich plötzlich hinknien kann und die Beweglichkeit einfach deutlich besser ist. Das ist wichtig, ja. Genau. Wir hatten es ja am Anfang in der Anmoderation von Gore-Tex Bekleidung steht für Schutz und Komfort. Üblicherweise wird es in der Beschaffung ja definiert über seitenlange technische Spezifikationen. Letztendlich kommt es aber darauf an, dass Schutzkleidung vom Träger, von der Trägerin gerne getragen wird. Und mein Maßstab ist dafür einfach selber ausprobieren. Und wenn eine Schutzkleidung so komfortabel ist, dass man es auch in der Freizeit gerne anziehen würde, dann passt es für mich. Kleiner Einspieler vom Video, ich habe es ausprobiert beim Bouldern und auf Skitouren gehen. Und ich muss sagen, das, was die Schweizer Polizei bekommen wird als Ordnungsdienstbekleidung von der Firma DNS Alpha, das ist der Prototyp, den man hier eingespielt sieht, passt einfach. Super Klamotte, komfortabel und ein toller Schnitt. Ihr habt auch noch was zum Thema Schuhen mitgebracht, richtig? Schuhe haben wir auch mitgebracht. Ich will nicht rausschmeißen, ne? Aber wir wollen ja natürlich auch über die Schuhe sprechen. Wenn du noch was hast, dann klar, Gore steht für Lösung von Kopf bis Fuß und deshalb ist natürlich der Schuh umso wichtiger auch. Deshalb übergebe ich an meinen Kollegen Matthias, der hinten schon ganz gespannt rumschaut. Danke. Rainer, dann vielen Dank schon mal. Und wir gucken uns jetzt mal, was der Matthias noch zu liefern hat. Perfekt, viel Spaß. Danke. So, wie der Rainer gerade schon angekündigt hat, habe ich mir jetzt mal den Matthias geschnappt. Matthias, grüße dich. Hallo Martin, hi. Schöne Messe, oder? Ja, super. Wir sind schon in großer Vorfreude. Darf ich sagen, dass du bei Gore den Schuhfetisch hast? Oder was ist deine Aufgabe bei Gore? Also ja, meine Aufgabe ist mir lieber, die Aufgabe zu beschreiben. Ja, klar. Meine Aufgabe ist ganz grob gesagt, Probleme verstehen und diese zu lösen. Was sind die Hauptprobleme bei Schuhwerk? Und Gewicht ist immer ein Riesenthema bei Schuhen, aber unsere Kernkompetenz sozusagen ist dafür zu sorgen, dass die Polizisten einsatzfähig und leistungsfähig bleiben, was ja ganz wichtig ist. Und da ist unsere Hauptaufgabe für Klimakomfort zu sorgen. Also ganz banal gesagt, Nässe darf nicht rein. Aber die Nässe, der Schmeiß muss raus, weil die Feuchtigkeit, die wir bilden, das ja wichtig ist, eine natürliche Funktion, die muss raus. Wenn ich kurz reingrätschen darf, bitte. Ist das schwierigste Thema an der Sache mit Nässeschutz bzw. Atmungsaktivität bei Schuhen, dass sich da auch viel mehr bewegt jetzt als bei einer Jacke? Oder? Naja, ich würde sagen, die große Herausforderung oder warum das Thema Klimakomfort, Nässeschutz, Atmungsaktivität bei Schuhen also bei Kleidung ist auch nicht trivial, aber
auf keinen Fall trivial bei Schuhen ist, wenn mir warm ist, kann ich meine Mütze abnehmen. Ja. Oder ich kann meine Jacke aufmachen, ausziehen, mir eine Isolationsschicht loswerden. Aber bei Schuhen ist es nicht so einfach. Ja? Das heißt, die Funktionen Atmungsaktivität und Schutz und Nässeschutz, das muss einfach funktionieren bei Schuhen. Und deshalb legen wir, seitdem es uns gibt, darauf unseren Hauptfokus und sorgen hier für Einsatzfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Polizisten und Polizistinnen. Thema Gewicht hast du angesprochen. Erzähl uns dazu was. Genau, also Gewicht am Schuh ist, man sagt so 5-mal so unangenehm wie Gewicht am Körper. Das heißt, jedes Gramm, das ich mehr am Fuß habe, behindert mich in meiner Leistungsfähigkeit. Stimme ich zu, 100%. Also in unseren Gesprächen mit Endnutzergruppen, also ich denke jetzt an die Bundeswehr, aber auch die Polizei, die sagen, wenn wir sagen, wie können wir noch besser werden, weil wir kommen ja von einem relativ hohen Level, sagen sie, naja, Gewicht. Gewicht ist immer ein Thema. Und da haben wir eine Innovation jetzt rausgebracht, die einerseits sozusagen das Beste aus 2 Welten bringt. Also wir verheiraten hier die Robustheit eines Lederstiefels, der mich zuverlässig schützt vor mechanischen Einwirkungen, aber generell auch den Elementen sozusagen, also vor Nässe, der aber gleichzeitig die Agilität und die Flexibilität eines Laufschuhs bietet. Also wir haben die Vorteile eines Textilschuhs mit der Robustheit eines Lederschuhs verheiratet und haben erstmalig ein Schuhobermaterial entwickelt, das nennt sich Gore-Tex Extra Guard. Und ich traue mich zu sagen, dass das die Schuhwelt ein Stück weit revolutionieren wird, weil wir eben hohe Atmungsaktivität, Agilität, Flexibilität, geringes Gewicht und auch also wenn ich lang in Nässe bin, wird der Schuh nicht schwerer. Ja. Weil das Obermaterial nimmt so gut wie kein Wasser auf. Also wir haben hier in dieser Darstellung versucht zu zeigen, dass ein Lederschuh nach einer gewissen Zeit, vor allem wenn er nicht mehr ganz neu ist, sich ansaugt und schwer wird. Das heißt, das behindert mich, aber nicht nur das, sondern ich bilde dadurch auch eine Kältebrücke. Und mit unserem Extra Guard Obermaterial ist das nicht möglich. Also die Schuhe, ich erhalte damit den Klimakomfort und es ist immer schön, wenn man sich im Labor was zurechtdenkt und aber dann auch das Feedback vom Markt bekommt, dass es tatsächlich funktioniert und diese Bestätigung bekommen wir. Würdest du sagen, dass der Trend wieder hingeht zum, in Anführungszeichen, Volllederschuh, also dass man weniger Aussparung hat für Textileinsätze oder so Geschichten, einfach um mehr Schutz wieder zu bieten? Das ist ja immer so ein Kompromiss gewesen in den letzten Jahren, dass diese Arten von Schuhen sehr beliebt waren oder sind noch nach wie vor mit Textileinsätzen, wo noch mehr in Anführungszeichen Atmungsaktivität stattfinden kann? Ja, ich glaube, dass die Einsatzkräfte in diesem Dilemma stecken, dass einerseits eben die Robustheit eines Lederschuhs gefordert ist, aber eigentlich will ich so agil sein wie in einem Turnschuh. Deshalb, ich würde schon sagen, dass der Trend eher in Richtung Agilität, athletischen Styles geht. Aber die Robustheit soll halt auch gegeben sein. Das heißt, ihr bietet jetzt quasi wieder mit dem Extra Guard genau das, ne? den Look und die Robustheit eines Volllederschuhs, aber mit der Atmungsaktivität von einem, der Textileinsätze hätte. Genau so ist es. Ja. Ich habe vorher das Gewicht angesprochen. Ich veranschauliche das ganz gern. Das ist so circa die Menge Leder, die ich in einem Einsatzstiefel-Paar verwende. Und das hier ist die Menge an... Ich würde jetzt mal schätzen, das ist die Hälfte so gefühlt. Aber sehr, sehr gut geschätzt. Wir liegen bei ca. 40%. 40%? Auf den Quadratmeter. Also pro Paar kommt natürlich auf das Modell an. Aber wir sprechen schon von 200 bis 300 Gramm. Das ist natürlich das ist eine Ansage. Das ist richtig viel. Ja. Ja. Also wir haben hier zum Beispiel einen Einsatzstiefel für der Bereitschaftspolizei. Hoher Stiefel eben mit Stahlkappe, extrem robust. Aber wenn du den mal in die Hand nimmst, der trägt nicht auf. Ja? Der ist wie ein Sportschuh. Ein Schuh, nicht Stiefel, Sportschuh. Ja. Also wenn das von dir kommt, ist es natürlich noch viel glaubwürdiger, als wenn ich das sage. Ja. Ich bin nicht gekauft, ich habe das aus freien Stücken gesagt. Ja, also wie gesagt, ich denke, dass Extra Guard wirklich das Zeug Finde hat. ich super spannend. Ich hoffe, dass wir da
das auch nah dranbleiben und da noch mal ein bisschen mehr davon berichten. Ganz generell ist unsere Aufgabe bei Gore-Tex ja immer für Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität zu sorgen. Und das ist vor allem deshalb wichtig, weil ein nasser Fuß, also Feuchtigkeit im Schuh ist nie gut. Wir brauchen keine Feuchtigkeit im Schuh, weil feuchte Haut schwache Haut ist. Ich bilde dann schnell Blasen. Feuchtigkeit im Schuh führt unweigerlich zu einem Leistungsabfall. 100%. Nasse Füße oder nasse Schuhe sind auch schnell kalte Füße. Und dann habe ich das Problem von Frostbeulen und so weiter. Also die Kälte, die Nässe muss draußen bleiben und die Nässe, die entsteht, muss raus. Und dafür sorgen wir mit unseren Technologien. Sehr gut. Matthias, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das hier auch so toll erklärt hast. Die Firma Gore-Tex im Internet findet ihr hier unten eingeblendet. Schaut mal vorbei. Und wir schauen mal, was es auf der Enforce-Tech noch so zu sehen gibt. Denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke klicken und ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Gerne kommentieren und Fragen stellen. Das werden wir für euch natürlich beantworten. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.